Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Wahlverfahren zur Bundestagswahl 2025. Hier möchte ich hauptsächlich erklären, wie der Bundestag zusammengesetzt wird, nachdem jeder Wähler seine Erst- und Zweitstimme abgegeben hat. Es wird oft gesagt, dass das ganze Wahlsystem ziemlich kompliziert ist, da es auch immer wieder angepasst und verändert wird, aber in diesem Video werdet ihr sehen, dass das ganze Verteilungsverfahren relativ simpel ist. Und das Erste, was man sich merken sollte, ist, dass das ganze Wahlverfahren im Wesentlichen auf 3 Ebenen stattfindet. Auf der äußersten Ebene haben wir die ganze Bundesrepublik Deutschland, den Bund, der das Wahlgebiet definiert. Und dieses zerfällt auf der einen Seite in die 16 Bundesländer und auf der anderen Seite in 299 Wahlkreise. Und da ist es wichtig zu wissen, dass Wahlkreise immer innerhalb eines Bundeslands liegen müssen. Diese Wahlkreise werden dann einfach durchnummeriert und zum Beispiel für Hessen finden wir hier die Nummer 166 bis 187. Und nun ist es wichtig zu wissen, dass in jedem Wahlkreis der Stimmzettel anders aussieht. In dem Sinne findet das Wählen auf der Wahlkreisebene statt. Wenn wir uns einen Wahlkreis herauspicken, dann sehen wir, dass innerhalb des Wahlkreises sogenannte Wahlkreisbewerber gegeneinander antreten. Diese werden auch Direktkandidaten genannt, da man sie direkt als Person wählen kann. In der Tat ist das genau das, was man mit der sogenannten Erststimme macht. Das heißt, seine eigene Erststimme, die man abgibt, findet nur Anwendung im gegebenen Wahlkreis. Dagegen ist die Zweitstimme stärker, denn die findet im ganzen Bundesland Anwendung. Allerdings wählt man mit der Zweitstimme keine Person mehr, sondern eine ganze Liste von Personen, die von einer Partei kommt. Das bedeutet, jede Partei in einem gegebenen Bundesland stellt eine ganze Liste von Kandidaten auf. Und der Wähler mit der Zweitstimme sagt dann nur noch, welche Partei mit der gegebenen Liste er wählen möchte. In dem Sinne ist die Zweitstimme die stärkere Stimme, denn die bestimmt, in welchem Verhältnis die Parteien im Bundestag sitzen. Für eine gegebene Partei sagt die Anzahl der Zweitstimmen also, wie viele Sitze man im Bundestag bekommt, aber diese Sitze werden erstmal mit den Gewinnern aus den Wahlkreisen besetzt. Denn üblicherweise gehören die Direktkandidaten, die im Wahlkreis gewinnen, auch zu einer politischen Partei. Das muss nicht so sein und es kann durchaus vorkommen, dass in Ausnahmefällen ein Kandidat gewinnt, der keiner Partei angehört. In dem Fall bekommt die Person direkt ihren Sitz im Bundestag und alles, was jetzt folgt, ist für diese Person völlig egal. Für alle anderen Gewinner eines Wahlkreises, die einer Partei zugehören, und üblicherweise ist das die Mehrheit, ist es extrem wichtig, wie ihre Partei mit den Zweitstimmen abschneidet. Und hier, um es nochmal klar hervorzuheben, ein Wahlkreisbewerber gewinnt seinen Wahlkreis, wenn er die meisten Erststimmen bekommen hat. Es gibt also genau einen Gewinner je Wahlkreis. Ob dieser Gewinner mit Parteizugehörigkeit aber in den Bundestag einziehen darf, also einen Sitz bekommt, entscheiden dann aber die Zweitstimmen. Nach der Wahl können wir auszählen und haben eine Anzahl von gültigen Zweitstimmen. Im ganzen Bund, im ganzen Wahlgebiet könnten das zum Beispiel 46 Millionen sein. Und da Zweitstimmen nur auf Parteien vergeben werden können, verteilen sich diese nun auf alle Parteien, die an der Wahl teilgenommen haben. Es werden also einfach nur Stimmen gezählt und danach weiß man, wie gut eine Partei jeweils abgeschnitten hat. Und natürlich kann man das auch prozentual angeben, was ist der Anteil der Zweitstimmen für eine Partei in Bezug auf alle gültigen Zweitstimmen. Und auf der anderen Seite kann man nun auch schauen, wie erfolgreich die jeweiligen Parteien mit den Erststimmen waren, also wie viele Wahlkreise sie gewinnen konnten. Und das ist entscheidend, denn jetzt wird knallhart festgestellt, welche Parteien wichtig für den Bundestag sind und welche nicht. Parteien, die weniger als 5% der Gesamtzweitstimmen haben, werden komplett rausgeworfen. Es sei denn, sie haben mindestens 3 Wahlkreise gewonnen, denn dann bleiben sie verschont. So erst schaut man, ob die 5% erreicht wurden und dann wie viele Wahlkreise gewonnen wurden. Zum Beispiel hier 4,8% sind nicht genug und 2 Wahlkreise reichen auch nicht. Und nun nach diesem Rauswurf bleiben ein paar Parteien übrig und genau diese bekommen Sitze im Bundestag. Und die genaue Anzahl der jeweiligen Sitze findet man mit dem sogenannten Set-Lagou-Verfahren. Wie dieses Verfahren genau funktioniert, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt und hier können wir es nun einfach anwenden. An der Stelle ist es nur wichtig zu wissen, dass die Gesamtsitzanzahl im Bundestag 630 betragen soll.
Ihr seht also, mit den Zweitstimmen im ganzen Bundesgebiet finden wir die Anzahl der Sitze der jeweiligen Parteien. Und das ist, was wir die Oberverteilung nennen, die uns sagt, wie der Bundestag bezüglich der Parteien aussieht. Allerdings wissen wir ja schon, dass das nicht reicht, denn die Zweitstimmen wurden ja bezüglich der Landeslisten abgegeben. Deswegen müssen im nächsten Schritt die jeweiligen Sitze noch auf die Länder verteilt werden. Und das kann man nun für jede Partei separat machen, denn wir wissen ja, wie sich die jeweiligen Zweitstimmen auf die Länder verteilt haben. Demnach muss man nochmal eine Liste aufstellen, wo man alle Länder aufzählt und die Zweitstimmen zu den Ländern. Und genauso wie eben können wir auf diese Liste wieder unser Set-Lagu-Verfahren anwenden. Und danach weiß auch die jeweilige Partei im Bundesland, wie viele Sitze sie im Bundestag bekommt. Und hier zur Klarstellung, das ist, was wir üblicherweise die Unterverteilung nennen. Und da kommen wir nicht drum herum, diese Unterverteilung muss für jede Partei einzeln aufgestellt werden. Und danach wissen wir dann auch, welche Personen die jeweiligen Sitze bekommen. Um das zu sehen, springen wir nun einfach in ein Land, sagen wir Land 2 für die Partei B. Und dort wissen wir nun, dass es 8 Sitze zu vergeben gibt. Und wir erinnern uns, dass von Anfang an ja schon eine Landesliste von der Partei für das Bundesland aufgestellt wurde. Und diese ist tatsächlich durchnummeriert, sodass wir die Sitze einfach Schritt für Schritt vergeben können, bis alle Sitze vergeben sind. Allerdings gibt es jetzt noch Kandidaten, die wichtiger sind und oben auf die Liste draufgesetzt werden. Und das sind genau die Gewinner eines Wahlkreises, also die Kandidaten im Wahlkreis mit den meisten Erststimmen. Selbstverständlich betrachten wir hier nur die Gewinner, die der Partei B zugehören, und dann können wir die Liste sogar ordnen. Ganz oben steht der, der seinen Wahlkreis mit dem höchsten Prozentsatz gewonnen hat. Und dann kommt der nächste Gewinner mit dem nächsthöchsten Prozentsatz und so weiter und so weiter. Die Prioritätenliste ist also fertig und wir können unsere 8 Sitze vergeben. Und an der Stelle solltet ihr sehen, dass es genau 3 mögliche Fälle gibt und wir fangen mit dem besten Fall an. In dem Fall bekommen alle Gewinner der Wahlkreise ihre Sitze und sogar noch ein paar von der Landesliste. In diesem Fall ist es auch völlig egal, wie gut man seinen eigenen Wahlkreis gewonnen hat. Wenn aber zu viele Direktkandidaten der Partei ihren Wahlkreis gewonnen haben, dann ist das nicht mehr egal. In diesem Fall gehen die schlechtesten Gewinner einfach leer aus, da es nicht genug Sitze zu verteilen gibt. Wohlgemerkt, in dem Fall wird auch die Landesliste mit den Personen nicht angefasst. Und nun der dritte Fall, der eigentlich nie eintreten sollte, aber theoretisch eintreten kann, ist, dass die Landesliste zu kurz ist. Das bedeutet, die Partei hat nicht genug Leute aufgestellt, um all ihre Sitze zu besetzen. Das Resultat ist, dass die Partei die Sitze nicht benutzen kann und sie unbesetzt im Bundestag verbleiben. Das heißt, nur wenn dieser Fall eintritt, könnte die Gesamtanzahl der Sitze im Bundestag kleiner als 630 sein. Tatsächlich gibt es auf der anderen Seite auch einen Fall, dass die Gesamtanzahl größer als 630 sein kann. Dieser Fall kann aber tatsächlich nur eintreten, wenn eine Partei mehr als 50% der Gesamtzweitstimmen bekommt. In dem Fall muss die Partei nämlich auch mehr als die Hälfte der Sitze im Bundestag bekommen. Wenn das nach den Rundungsfehlern im Verteilmechanismus nicht klappt, müssen eben noch Sitze hinzugefügt werden. Allerdings ist das für die Wahl 2025 nicht zu erwarten. Okay, damit hoffe ich, dass dieses Wahlverfahren etwas klarer ist und dass es keine Verwirrung mehr gibt, wenn ihr den Stimmzettel vor euch habt. Ansonsten können wir gerne weitere Fragen in den Kommentaren diskutieren. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!